Vielleicht einmal eine ganz kurze Runde vorneweg, dass Sie sich selbst einmal kurz vorstellen. Vorneweg. Ja, guten Abend. Mein Name ist Jan Schallerböck. Ich arbeite zu großen Teilen beim Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz und bin jetzt hier, weil ich gebeten worden bin, im Rahmen einer Initiative eines Collaboratories Expertenwissen einzubringen, und dem daraus resultierenden Workshop werde ich gleich auch nochmal genauer berichten dürfen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, mein Name ist Per Meyer-Dirks, ich bin betrieblicher Datenschutzbeauftragter bei der Google Germany GmbH, und ich habe nicht die Moderation des Workshops gemacht, sondern das war mein Kollege Herr Peter Fleischer. Okay. Und Titel des Workshops war Ansätze einer modernen Datenschutzregulierung, und ich kann gleich daraus berichten. Gut. Ja, ich bin Martin Ortlieb. Ich bin einer der User Researchers im Bereich Privacy, und wir haben einen Workshop gehalten. Also, machen wir danach? Nee, können Sie ruhig in einem Satz sagen. Zum Thema, was hat man schon den Titel? Der war so schön, mit vielen langen Worten. Designing Privacy. Von Erkenntnissen über Menschen zu nutzerzentrierten Datenschutzprodukten. Gut. Mein Name ist Armbert von Breden, ich unterrichte an der SAH-Hochschule unter anderem Datenschutz, war in einem früheren Leben Datenschutzbeauftragter der IBM für Europa, Mittlerer Osten und Afrika, und aus dieser Funktion heraus, beziehungsweise habe ich den Workshop moderiert über Privacy by Design und werde dann davon berichten. Gut. Hallo, mein Name ist Sabine Frank. Ich war im früheren Leben einige Jahre Geschäftsführerin der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia und werde ab Januar den Bereich Jugendschutz und Medienkompetenz bei der Google Germany GmbH leiten und durfte heute mich mit dem Thema Medienkompetenz und den Nutzerstärken befassen. Gut. Herr Schallerböck, wollen Sie loslegen? Gerne, ja. Also, wir hatten einen Workshop, der, wie schon angekündigt, Ergebnis ist von einer Arbeit, die im letzten halben Jahr stattgefunden hat. Google hat vor, ich glaube, mittlerweile schon fast, ich schaue mal rüber, zu Max Senges 2 Jahren eine Initiative ins Leben gerufen, die das Ziel hat, über einen Diskurs im sogenannten Multi-Stakeholder-Format verschiedene Akteursgruppen zusammenzubringen und verschiedene dann für kurze Zeiträume von 3 bis 6 Monaten, verschiedene Themenblöcke intensiv zu diskutieren. Und vor einiger Zeit hatten wir jetzt gerade den Abschlussworkshop für die 4. Initiative, die sich mit dem Themenkomplex Privatheit und Öffentlichkeit auseinandergesetzt hat. Vorgestern hatte ich das Vergnügen, auf der Pressekonferenz den Abschlussbericht vorzustellen, der hier auch ausliegen dürfte und den ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, da doch mal einen Blick reinzuwerfen. Für diesen Abschlussbericht haben, wie gesagt, über einen Zeitraum von einem halben Jahr etwa 30 bis 40 Experten aus unterschiedlichen Gegenden, aus der Blogosphäre, aus dem Bereich dessen, was man Privacy nennt, aber eben auch aus der Wissenschaft und aus Datenschutzbehörden in meinem Fall, zu diesem Thema getroffen. Und für den Workshop heute war es im Grunde die zwanglose Fortsetzung dessen, was Jeff Jarvis in seinem Beitrag angeschnitten hat, nämlich was ergibt sich für den Öffentlichkeitsbegriff und den Privatheitsbegriff aus technischen Veränderungen, die wir in den letzten 10 Jahren haben. Der Workshop hatte insoweit abzugrenzen vom Workshop 3 mehr eine langfristige Perspektive. Es ging nicht um die kurzfristigen Regulationsansätze, obwohl wir auch das im Rahmen dieser Initiative ein bisschen diskutiert haben, da komme ich vielleicht gleich nochmal kurz zu, sondern wir sind eher eingestiegen über eine Zeitdimension, Zeitachse von 25 bis 35 Jahren, haben dann zunächst mal sind wir in einem Szenario eingestiegen, was sich ja auch in diesem Bericht findet, was eben mal versucht, oder insgesamt haben wir 3 Szenarien, was versucht, verschiedene Zukünfte nebeneinander zu stellen. Und anders als Cory Doctorow sagte, nicht das dunkle Szenario, was man sich dann immer als Horrorszenario ausdenkt, sondern versucht, das mal positiv zu zeichnen. Und ausgehend von diesem Szenario haben wir dann versucht, verschiedene Phänomene zu beschreiben, die den Wandel von Öffentlichkeit und Privatheit durch, vereinfacht gesagt, das Netz bestimmen. Und da ich auch ein bisschen wahrscheinlich was zum Inhalt sagen soll und nicht nur zur Form, zentrale Punkte, die meine Kollegen da rausgearbeitet haben, waren zum Beispiel die Problematik, dass wir aus dem klassischen Paradigma von
dem sozial engen Landidyll und der Stadtluftnacht frei nun diese Auswahlmöglichkeit nicht mehr haben, nicht mehr uns entscheiden können für das Dorf, wo die Anonymität seine Grenzen hat, oder die anonyme Stadt, sondern konfrontiert sind mit einer Form von kontinuierlicher Lebensbiografie, die wir auch nicht einfach ohne weiteres ablegen können. Und das ist eine Veränderung, die Gesellschaft da einfach durchmacht. Und es war, glaube ich, Konsens oder zumindest von weiten Teilen der Gruppe getragen, dass wir da wohl an einem der massivsten gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, zumindest für die Gesellschaft hier im Moment, teilnehmen dürfen, der eben getriggert ist durch Technologie. Und dann wurden dort verschiedene Thesen vertreten. Die einen haben gesagt, man sollte das möglichst wenig invasiv machen und das sozusagen laufen lassen, das wird sich schon alles regeln. Ich für meinen Teil habe mir dann rausgenommen zu sagen, ich finde schon, dass man erstens Innovation in Richtungen lenken kann. Das heißt, dass man Innovationsbereiche durch Regulation ständig aufschließt und andere zumacht. Hätten wir ein anderes Copyright-Regime, hätten wir wahrscheinlich ganz andere Innovationspotenziale in den letzten 10 Jahren erlebt, als das jetzt der Fall wäre. Genauso hätten wir wahrscheinlich andere Innovationsdynamiken mit einem anderen Datenschutzregime. Und diese Diskussion, für die bietet unter anderem möglicherweise der Bericht eine Grundlage. Und damit will ich es auch schon belassen. Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort gleich weiter. Ja, wie gesagt, der Workshop hieß Ansätze zu einer modernen Datenschutzregulierung. Der Titel scheint vorwegzunehmen, dass die derzeitige Datenschutzregulierung nicht besonders modern ist. Und ich habe diese Diskussion von außen beobachtet. Ich habe nicht selber teilgenommen, hatte aber sehr schnell im Kopf das Bild von einer Reihe von Ärzten, die um das Patientenbett stehen und den Puls kontrollieren des Patienten, der dort liegt. Und bei dem Befund ist man sehr schnell sich einig gewesen. Nach einem sehr interessanten Impulsvortrag, der viele Punkte gegeben hat, die nachher aufgegriffen wurden, war man sich sehr schnell einig darin, dass das heutige Datenschutzrecht nicht kompatibel ist mit der Informationsgesellschaft. Und begleitet wurde das von der Sorge, die einige ausgedrückt haben, dass insbesondere das deutsche Datenschutzrecht, welches gemeinhin als besonders streng gilt, dazu führen kann, dass insbesondere Unternehmen, die in der Informationsgesellschaft Dienste erbringen, sich tatsächlich überlegen, abzuwandern. Soweit zum Befund. Was die Ursachen für diesen Befund angeht, bestand nicht mehr so viel Einigkeit. Da kann ich lediglich nur die Aspekte darstellen, die dafür in den Raum gestellt wurden. Das ist einmal die öffentlich-rechtliche Struktur des Datenschutzrechts und das damit einhergehende Verbotsprinzip, also der Grundsatz des Verbots der Datenverarbeitung unter dem Vorbehalt der Erlaubnis durch ein Gesetz oder durch einen Nutzer oder eine betroffene Person. Und selbst wenn man auf die Einwilligung des Nutzers setzt, so wurde als weitere Ursache für diesen Krankheitsbefund, sage ich mal, genannt, dass an die Einwilligung des Nutzers zu hohe formalistische Anforderungen gestellt werden, sodass sie in aller Regel auch kein funktionierendes Instrument ist. Bei den Heilungsmethoden entwickelte sich die eigentliche Diskussion. Ein Großteil des Workshops befasste sich auch mit den Lösungen und nicht mit dem Problem oder dem Befund. Und eine Reihe von Lösungen wurde diskutiert. Zum einen die Erhöhung der Flexibilität der Einwilligung durch den Nutzer, dass man nicht mehr den Grundsatz aufstellt, dass diese Einwilligung schriftlich gegeben werden muss oder protokolliert werden muss. Dem wurde jedoch entgegengehalten, dass dies nur zu einer wirksamen Einwilligung führen kann, die dem Selbstbestimmungsrecht des Nutzers gerecht wird, wenn er vorher informiert wurde. Es wurde also wieder das Thema Transparenz angesprochen, das ja heute mehrfach angesprochen wurde. Jeder fordert Transparenz, aber gleichzeitig erkennt auch jeder an, dass in diesem Bereich die Schaffung von Transparenz eine sehr, sehr hohe Herausforderung ist. Eine weitere Heilungsmethode, ein weiterer Lösungsansatz war ein Blick auf den Schutzgegenstand, ob der sich nicht vielleicht verändert hat.
vorgeschlagen wurde, dass man von dem Schutz vor Datenverarbeitung weggehen müsse. Man kann die komplexen Datenverarbeitungen, die wir heute antreffen, nicht mehr in die einzelnen Verarbeitungsschritte aufsplitten, um dann zu schauen, welcher Verarbeitungsschritt zulässig und unzulässig ist. Man müsste einen etwas globaleren Blick auf Datenverarbeitung gewinnen und den Schutzgegenstand vielleicht eher begreifen als einen Schutz der Privatheit vor Gefährdungen durch die Verbreitung von Informationen, statt eben einen Schutz vor der Datenverarbeitung. Ein weiterer Lösungsansatz für eine moderne Datenschutzregulierung war, die Machtverhältnisse in den Blick zu nehmen. Es ist in der Diskussion oft angeklungen, dass das Datenschutzrecht versucht, eine Asymmetrie in der im Machtverhältnis auszugleichen. Und es wurde vorgeschlagen, dass man die Machtsituation in den Blick nimmt. Das heißt, im Falle vom Verhältnis Staat zu Bürger bestand, soweit ich das mitnehmen konnte, Einigkeit darin, dass der öffentlich-rechtliche Ansatz des Datenschutzrechts nach wie vor seine Rechtfertigung hat und bestehen bleiben muss. Im Verhältnis Bürger zu Bürger wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht wirklich ein Vorschlag gemacht. Ich fand es nur interessant, dass man mittlerweile dieses Verhältnis schon im Blick hat in der Diskussion, dass nämlich ein Bürger die Daten eines anderen Bürgers verarbeitet und wie man mit diesem Machtverhältnis umgeht. Und das am breitesten diskutierte Thema war das Verhältnis Unternehmen-Bürger. Dort wurde vorgeschlagen, hier eher zivilrechtliche Ansätze greifen zu lassen, also dem Nutzer mehr Privatautonomie zu geben, in der Kommunikation mit dem Unternehmen auszuhandeln, welche Daten verarbeitet werden. Das kann allerdings nur funktionieren, wurde angemerkt, wenn man dem Nutzer gleichzeitig auch effektive Instrumente an die Hand gibt, seine Rechte, wenn sie denn verletzt werden, auch durchzusetzen. Das würde Anpassungen im Prozessrecht notwendig machen. Und die eigentlich spannende Diskussion hat sich dann auf den Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt bezogen. Das wurde sehr kontrovers diskutiert. Es gab letztendlich zwei Lager. Das eine Lager sagt, auch im Datenschutzrecht bei der Datenverarbeitung müsste die Freiheit Vorrang genießen. Und nur dort, wo Grenzen überschritten werden, müsste der Staat eingreifen. Das heißt, es solle der Grundsatz der Erlaubnis der Datenverarbeitung bestehen, mit einem Verbotsvorbehalt, also einer Umkehrung der Verhältnisse. Das Wort, was ich dort ganz interessant fand, war so etwas wie eine Gewerbefreiheit für die Datenverarbeitung, die heute nicht existiert. Es wurde auch angemerkt, dass angesichts des Umstandes, dass wir Datenverarbeitungssysteme zur Kommunikation im Internet verwenden, ein Verbot der Datenverarbeitung gleichzusetzen ist mit einem Verbot von Kommunikation. Und eigentlich doch sich alle darin einig sind, dass die Erlaubnis von Kommunikation die Regel und nicht die Ausnahme sein sollte. Allerdings wurde auch kritisch angemerkt, dass eine Aufgabe des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt gerade im Internet ein großes Problem darstellt. Denn wenn eine Information im Internet ist, dann ist sie in diesem Kontext nur schwer rückholbar. Und wenn man das Verbot dort ansetzen lässt, wo die Information ins Internet gelangt, sei das sehr viel effektiver, um diesem Problem gerecht zu werden. Es wurde über Regulierungsdichte in diesem Bereich diskutiert und auch angemerkt, dass ein stark regulierter Bereich nicht per se etwas Schlechtes ist, auch nicht für die Unternehmen, sondern eben auch dem Nutzer ein Vertrauen in die Unternehmen mitgeben kann und damit eigentlich die Wirtschaft sogar fördert. Und das fand ich eigentlich auch einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Und das ist so ein bisschen die Übersicht über diesen Workshop. Gut, vielen Dank. Dann gebe ich weiter an den Ort lieb und meine Stimme verschwindet. Meine auch schon langsam. Ja, also unser Workshop war ein bisschen mehr von der User Interface und der User Experience Seite her. Wie gesagt, wir hatten ihn getitelt mit Von Erkenntnissen über Menschen zu nutzerzentrierten Datenschutzprodukten. Unser Untertitel hieß, wie Nutzerforschung signifikanten Einfluss auf Produkt- und Designentscheidungen für Googles Produkte hat. Mein Kollege Mitch Hatcher und ich haben versucht, dann verschiedene Einsichten hier zu zeigen. Wir haben angefangen, einfach so ein bisschen die Grundsätze von User Experience auch zu erklären. Wie arbeiten wir und dann wirklich auch weiterzuführen, wie arbeiten wir
innerhalb Googles mit den verschiedenen Bereichen zusammen, um das ein bisschen deutlich zu machen. Einfach um zu zeigen, dass wir essentielle Bestandteile in den Teams an der Entwicklungsarbeit von Produkten auch sind und auch so miteinander arbeiten. Wir haben dann 6 Einsichten aus unserer Nutzerforschung gezeigt und Lösungsansätze dazu präsentiert. Wir haben das in der Form von Fragen gemacht. Unsere Workshop-Teilnehmer hatten kleine farbige Karten und haben dann gewählt, was sie als die wahrscheinlichste Lösung ansahen. Ich erkläre Ihnen auch, was die Leute geantwortet haben oder wie übereinstimmend wir waren. Die erste Frage, die wir die Leute stellten, war, vor wessen unberechtigten Zugriff auf ihre Daten fürchten sich Nutzer am meisten? Und die Antwort, die wir hatten, war dann vor allem vor anderen Menschen wie Freunde und Familie. Wir hatten auch Antworten wie vor Regierungen oder vor den Hackern oder sonstigen Sachen. Aber aus unserer Forschung kam, dass es vor allem Menschen sind und meistens Menschen, die den Nutzern auch bekannt sind. Da waren wir uns sehr uneinig als Gruppe. Nur 2 von 15 Leuten hatten diese Antwort gewählt. Bei den meisten anderen stimmten wir ziemlich gut überein. Vielleicht war es die erste Frage, die uns ein bisschen zusammengefunden hat. Dann stellten wir die Frage, warum sind Nutzer unglücklich über Informationen, die online über sie verfügbar sind? Und die Antwort, die dabei herauskam, ist, dass sie vor allem keinen Überblick haben, welche Informationen über sie ins Netz gestellt werden. Und da waren wir uns ziemlich einig, 12 von 15 Leuten hatten diese Antwort gewählt. Als dritte Frage gingen wir wollten wir wissen, welche von 4 verschiedenen Verhaltensweisen rund ums Teilen von Inhalten online Nutzer am wenigsten zeigen. Und wir hatten so Sachen hier wie, sie teilen ihre Kreditkarten-Pins mit ihrem Partner oder sie benutzen das gleiche E-Mail-Konto für verschiedene Dinge. Und unter anderem, was hier rauskam, was wir am wenigsten nutzen und das, was uns etwas überrascht hat, war eben, sie melden sich nach jeder Nutzung des Computers ab und löschen alle Cookies. Das war so vielleicht, dass wir mehr erwartet haben, es haben die wenigsten Nutzer gemacht. Und es waren trotzdem bei 10 von 15 Leuten kamen zu dem Schluss, dass das wahrscheinlich ungewöhnlich ist. Und wir wollten wirklich aufzeigen, dass wir alle diese Sachen in unserer Forschung immer wieder gehört haben, aber eben die eigentlich am wenigsten waren. Das hat uns auch etwas erstmal erstaunt und darauf wollten wir eingehen. Wir haben das in unserem Workshop dann immer mit verschiedenen Beispielen aus unserer Forschung dargelegt. Ich habe verschiedene Anekdoten aus der Forschung oder Zahlen dazu genannt, um das auch darzustellen. Dann fragten wir unsere Gruppe in unserem Workshop, was ist einer der größten Wünsche an Google, den wir immer wieder hören? Und auch da hatten wir Sachen wie, zeigt mir keine Anzeigen in Gmail oder verkauft ihr meine Daten weiter, sondern die Antwort wirklich war, dass wir immer wieder gehört haben und wie wir wieder hören, ist, erklärt mir doch, wie ich das Internet gut verwenden kann. Leute wollen wirklich Tipps, Guidelines, ganz praktische Anweisungen, wie kann ich denn das besser machen, wo kann ich anfangen. Auch da waren wir uns eigentlich ziemlich einig, nein, waren wir uns nicht einig, da waren 2 von 15 hatten diese Antwort gewählt. So Sachen wie, ich komme noch kurz auf danach. Als 5. Frage stellten wir, worüber machen sich Nutzer am meisten Sorgen, wenn es um Sammeln von Daten geht? Und unsere Antwort darauf war, wer darauf zugreifen kann und was diese Leute damit tun können. Und 10 von 15 Leuten in unserer Gruppe stimmten also damit überein. Und wir haben nicht mitgewählt. Das wollte ich nur so. Als letzte Frage stellten wir die Frage, welches vornehmliche Gefühl haben Nutzer zur Sicherheit ihrer privaten und persönlichen Daten online? Und wir hatten die Antworten von vager Sicherheit, konkreter Sicherheit, vager Angst und konkreter Angst. Und die Antwort war vage Angst. Die Leute haben vor allem keine verständlichen oder effektiven Strategien in Bezug auf ihre privaten und persönlichen Daten. Auch da waren wir uns ziemlich einig, 11 von 15 Leuten hatten wählten diese Antwort. Was wir gemacht haben zu diesen Fragestellungen ist, dass wir dann Lösungsansätze präsentiert haben, wie zum Beispiel das Google Dashboard, das Sie vielleicht kennen, wo alle Daten zu Ihrem Konto gelistet sind, wo Sie sowohl eine Transparenz auf der linken Seite sehen, welche Daten dazu gespeichert sind, auf der rechten Seite können Sie dann direkte Links haben zu den Settings und den Einstellungen, um daran Sachen vorzunehmen. Bei anderen Dingen, die sich auf Sachen aufbauen, wie erklärt mir, wie ich das Internet gut verwenden kann, Dinge wie die Gut-zu-Wissen-Kampagne, wo wir einfach
versuchen, diese ganz direkten Tipps auch darzustellen, um das als einen Lösungsansatz, um an diesem Punkt noch weiterzuhelfen, vorzunehmen. Nach dieser Runde haben wir dann eine Frage- und Antwort teilgemacht und haben unter anderem über so Dinge gesprochen wie, macht Google solche Forschung für alle seine Produkte, ist Google Analytics auch im Dashboard drin und kann ich meine vergangenen Suchanfragen einsehen und oder exportieren. Und da haben wir uns einfach so über ein paar detaillierte Punkte und ein paar größere Punkte noch unterhalten. Und ich glaube, es war relativ informativ für alle. Es war für uns interessant zu sehen, wo Übereinstimmung herrscht, auch in unserer professionellen Szene sozusagen, was die Leute einschätzen, weil es auch ein bisschen so unser Ansatz war, wo denken wir vielleicht anders als unsere Nutzer, und an dem arbeiten wir immer wieder. Vielen Dank. Frau von Rehn, Sie haben das Wort. Ja, wir hatten uns beschäftigt mit Privacy by Design und wir hatten dazu kompetente Panelisten. Zum einen Herr Schulz, der stellvertretende Leiter des Datenschutzes in Mecklenburg-Vorpommern ist, und für diejenigen, die sich mit der Struktur der Landesdatenschutzbeauftragten nicht so auskennen, Mecklenburg-Vorpommern ist das Land, das die Lead hat für den technischen Datenschutz. Und wir hatten Herrn Miklitz, der bei Google zuständig ist für Privacy by Design, sozusagen für die Produkte von Google mit, die Lead hat. Wir haben angefangen, indem Herr Schulz ein Kurzreferat gehalten hat und hat das in 4 Thesen gepackt, die ich gerne Ihnen ganz kurz dann berichten will. Und wir sind dann sofort in die Diskussion eingestiegen. Wir hätten noch 2 Stunden länger diskutieren können, aber wir hatten nur 1,5 Stunden und insofern sind wir dann gleich in die Diskussion eingestiegen. Die 4 Thesen von Herrn Schulz waren, dass der Gesetzgeber alleine die Probleme nicht lösen kann und die Industrie natürlich mit Selbstverpflichtungen helfen muss, dass allerdings noch nicht genügend davon implementiert sind. Die zweite These von ihm war, dass Privacy by Default gesetzlich vorgeschrieben werden sollte. Die dritte war die Sensibilisierung von Nutzern sozusagen, welche Auswirkungen eigentlich ihr Verhalten im Netz haben kann. Also im Grunde genommen die Frage, wie informiere ich und wie schule ich eigentlich Leute darüber, was sie machen sollten und nicht machen sollten. Und das letzte war Privacy by Content und wie kann darüber auch Datenschutz ein Wettbewerbsfaktor sein. Wir hatten eine heftige Diskussion über verschiedene Dinge und ich will das in 5 kleinen Thesen zusammenfassen, die wir unterschiedlich heftig diskutiert haben. Als erstes haben wir uns gefragt, gibt es eigentlich so etwas wie einen Elchtest für Privacy by Design? Für den Fall, dass Sie dieses Tier noch nicht kennen, Anka Rukian, die den Begriff Privacy by Design sozusagen mit erfunden hat, das ist ihr Elch. Sie sehen bitte unten die kanadische Flagge und Privacy by Design. Herr Hohlfelder, vielen Dank für die Idee, das Elchtest zu nennen. Finde ich sehr schön, werde ich sofort mit aufnehmen. Also gibt es sozusagen einen Elchtest für Privacy by Design. Das heißt, die Frage, gibt es eine Lösung, die für alle greifen würde? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sehr viele Best-Practice-Beispiele schon gibt. Wir hatten 2 aufgelistet mehr, und zwar die Frage der Personaldaten in Mecklenburg-Vorpommern, der gesamten öffentlichen Verwaltung und unter anderem ein Beispiel wie die Gesundheitskarte, die zusammen mit den Datenschutzbehörden entwickelt ist, was den Privacy-Teil anbelangt. Aber was wir noch nicht haben, ist sozusagen ein Prozess oder ein Baustein, der für alle gleich gelten kann, obwohl der DIN sich jetzt mit diesem Thema auch auseinandersetzt. Als zweites haben wir eine sogenannte auch Mini-Umfrage gemacht. Die ging ganz schnell und ganz kurz. Und zwar gibt es seit 2009 ein neues Datenschutzgesetz, in dem in Paragraphen 3a nicht nur vorgesehen ist die Datensparsamkeit, Datenvermeidung, sondern auch dass Privacy- und Pseudonymisierungs- und Anonymisierungstechnologien eingesetzt werden sollen. Und wir haben mal in die Runde gefragt, wer seither neue Privacy, Anonymisierung und Pseudonymisierungstechnologien einsetzt. Es war relativ bescheiden, was das Ergebnis war. Wir haben uns dann gefragt, wie bringt es eigentlich etwas, Privacy by Default gesetzlich zu verankern? Und wir sind zu der Ergebnis gekommen mit einer sehr lebhaften Diskussion, dass es zwar ein hehrer Grundsatz ist, das zu fordern, das aber dies in die Praxis umzusetzen und dann auch noch rechtlich umzusetzen, also nicht nur in den Gestaltungsfragen der Lösungen, sondern das Ganze auch noch rechtlich umzusetzen, extrem schwierig ist.
Und so sind wir letzten Endes bei Nummer 4, nämlich der Rolle des Nutzers auch gelandet, wieder, bei denen relativ viele von Ihnen, mit der relativ viele sich auch offensichtlich auseinandergesetzt haben in den anderen Workshops. Und haben uns gefragt, was wollen eigentlich die Nutzer selber und wie kann man eigentlich ein System so gestalten, dass jemand, der ein Privacy-Nerd ist, auch alle Features in seiner Lösung hat, die er haben möchte. Und dass jemand, der sagt, mir ist es völlig egal, sollen doch alle Welt über mich alles wissen, das auch ermöglicht wird. Und wir kamen sozusagen, dass es sehr wünschenswert wäre, wenn denn die Lösungen das auch wirklich alles abbilden würden und wir so etwas wie ein Privacy by User Preference System hätten. Und als letztes haben wir uns noch damit beschäftigt, dass es wirklich notwendig ist, dass in Schulen, Universitäten und so weiter aufgeklärt wird, was passiert eigentlich wie, wo, wann im Netz und wie kann man Kinder und Jugendliche davor schützen, dass sie in Fallen reingeraten, in die sie nicht reingeraten sollten. Wir waren uns allerdings auch im Klaren darüber, dass vielleicht die jetzigen Lehrergenerationen nicht unbedingt diejenigen sind, die da Best-Practice-Beispiele geben könnten. Und damit gebe ich weiter. Das ist eine wunderbare Überleitung. Eine perfekte Überleitung, Ja. Vielen Dank, weil genau damit haben wir uns im 5. Workshop auseinandergesetzt, wie können wir den Nutzer stärken und was kann passieren. Wir haben damit begonnen, oder ich habe damit begonnen, ein bisschen eine kurze Bestandsaufnahme zu machen, damit wir alle so auf dem gleichen Stand sind. Die wesentlichen Kerndaten dabei sind, dass Jugendliche bis 19 100%ig täglich und regelmäßig das Internet nutzen, während ältere Generationen, die ab 50 und dann noch mehr ab 60-Jährigen nur noch zu 60 und dann ab 60-Jährigen zu 38% regelmäßig das Internet nutzen. Das zweite Kernfaktum war, dass es eine unterschiedliche Bewertung der Gefahren durchaus besteht und der Nutzung des Internets besteht, während Jugendliche sehr stark Social Communities nutzen im täglichen Gebrauch und da auch sehr lange Verweilzeiten haben, sind ältere Nutzer eher bei dem klassischen E-Mail, der klassischen Suche für ihre Reise und so weiter unterwegs. Bei den Gefahren muss man sagen, dass Jugendliche als Hauptgefahrenbereich gar nicht das Thema Privacy sehen, sondern das als sehr, sehr untergeordnete Gefahrenquelle sehen, sondern die Hauptgefahrenquelle sehen sie tatsächlich mehr in Abzocke und Viren. Und das haben wir als Grundthesen mal genommen, um miteinander zu diskutieren, was das denn für Medienkompetenzvermittlung heißt, weil als letzten Fakt vielleicht noch gleichzeitig, obwohl Jugendliche das Thema Privacy gar nicht so sehr als Problemthema sehen, sie alle den Wert von Privacy als sehr hoch anerkennen, so zumindest eine qualitative Studie des JFF. Das heißt, wir haben da sozusagen eine Diskrepanz des Ganzen. Die Frage ist nun, wie wird das Ganze vermittelt? Ich habe versucht, das Feld wirklich weit aufzumachen und nicht nur zum Thema Schule zu kommen, sondern auch eben durch die Fakten zu den Silver Surfern so ein bisschen auch zu hinterfragen, muss es unterschiedliche Systeme für Medienkompetenzvermittlung geben. Wir haben aber, und das muss man sagen, letztlich doch nur über die Vermittlung über Schule und schulumgebende Bereiche gesprochen. Es scheint also doch das Hauptvermittlungsfeld zu sein. Wir haben sehr klar herausgearbeitet, dass die Medienkompetenz als 4. Kulturtechnik zu beschreiben ist. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen wurde allgemein anerkannt, dass eben Medienkompetenz ein zentraler Teil der gesellschaftlichen Kompetenz ist und dass alle Teile der Gesellschaft auch einen Anteil haben müssen, diese Medienkompetenz zu vermitteln. Dann war die Frage, wie kann das passieren und durch wen kann das passieren? Durch die Schule selbst natürlich. Dort wurde aber auch herausgearbeitet, dass es Schwierigkeiten in den Systemen gibt. Zum einen in der Tatsache, dass wir einfach ein föderales Schulsystem haben, sodass unterschiedliche Bundesländer dort sowohl in den Schulplänen dort unterschiedlich verankert sind, als auch in den Materialien. Wir haben herausgearbeitet, dass es keine zentrale Stelle gibt, wo man Materialien als Schulmaterialien vermitteln kann. Wir haben sehr deutlich auch gesagt, dass der Peer-Ansatz ein ganz wichtiger ist, weil die Lehrer eben nicht mehr als die hauptkompetenten Ansprechpartner von Jugendlichen wahrgenommen werden, sondern ihre eigenen Peers. Und da gibt es in unterschiedlichen Bundesländern, insbesondere in Rheinland-Pfalz, sehr fortschrittliche Modelle der Medienscouts, wo Jugendliche getraint werden, um ihren Schulkollegen zu erklären, wo Problembereiche liegen.
Als Kernforderung vielleicht nochmal und als zentrale Fakten, die hier zu nennen sind, ist, dass Schule bräuchte eine zentrale Plattform und die Länder bräuchten eine zentrale Plattform, wo Lehrer Materialien abrufen können. Wer genau das aber machen kann, das ist so ein bisschen unklar. Die Kultusministerkonferenz, ob dies ist oder jemandes anders ist, wie Bund und Länder hier gemeinsam spielen können, dazu sind wir nicht zum eindeutigen Ergebnis gekommen. Wir waren uns aber einig, dass wir uns alle daran beteiligen müssen. Um so ein bisschen Gummi auf die Straße zu bringen und ein bisschen Theoretisieren zu vermeiden, waren wir uns auch einig, dass man sich darüber verständigen müsste, was denn die 5 oder 10 Kernfakten sind, über die man vermittelt und was sind die Kerninhalte und Botschaften. Dann fällt es auch leichter, die Industrie mit einzubeziehen und andere gesellschaftliche Kräfte, die Wissenschaft mit einzubeziehen, um die Kompetenzvermittlung denn durchzuführen. Ein interessanter Gedanke war, dass es zwar sehr viele Materialien gibt, man letztlich die Straßen mit pflastern kann, aber oft für Lehrer unklar ist, wie es denn mit den Copyrights aussieht, sodass ein Gedanke war, man müsste mal darüber nachdenken an Konzepte wie sozusagen freies Copyright, darüber nachzudenken, dass Lehrer sehr klar und einfach auch wissen, was sie nutzen können und wie sie es nutzen können. Unser Workshop hieß Nutzer stärken und da waren wir uns auch einig, den Generalansatz Medienkompetenz für alle ist letztlich die falsche Zielsetzung und die falsche Motivation. Es geht darum, den einzelnen Nutzer zu stärken und damit haben wir auch genug zu tun. Abschließend hat Herr Wagner, der Datenschutzbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und zuständig für den Bereich Medienkompetenz bei den Datenschutzbeauftragten den Vergleich zur Datenautobahn gebracht und eben uns sehr deutlich gesagt, dass wir noch eine große Aufgabe vor uns haben, da wir im Unterschied zur Verkehrserziehung eben oder im Unterschied zum Verkehrsrecht eben keine ausreichend funktionierenden Gesetze haben, dass wir die Vorbildfunktion der Eltern, wie wir es im Straßenverkehr haben, auch nicht ausreichend haben in der Medienkompetenzvermittlung. Insofern das Thema Medienkompetenz eben das zentrale Thema sein wird, um nachhaltig Sachen zu verändern. Und das wollten wir alle auch tun und haben uns verständigt, dass das nur der Anfang der gemeinsamen Gespräche ist. Wunderbar, vielen Dank an Sie alle. So, jetzt sind Sie gefragt. Haben Sie Fragen und Feedback, Diskussionsanregungen an unsere Panelisten, bitte? Ja, meine Frage würde vielleicht gerade an Sie gehen, Frau Frank. Medienkompetenz ist im Grunde ein Begriff, Sie haben es ganz zum Schluss ja angesprochen, ist ein Begriff, der vielleicht in die Irre führt, weil anders als Verkehrserziehung, Straßenverkehr ist zwar auch sehr verbreitet und man hat ständig damit zu tun, aber bei Medien ist es ja noch sehr viel stärker. Ist nicht Medienkompetenz eine Chimäre und in Wirklichkeit geht es um Kompetenz einmal beim Geld ausgeben? Zum anderen, das was mir immer auffällt, der Umgang mit Informationen aus dem Netz, das ist ja das, was wir in der Schule mal gelernt haben als wissenschaftliches Arbeiten. Bewerten der Wertigkeit, der Sinnhaftigkeit des Inhalts von Informationen, das zusammenzubringen. Der Information, der ich traue oder der ich nicht traue oder die ich für eine Lüge halte oder umgekehrt. Das heißt, das ist ja mehr eine Art Wissenschaftslehre oder Umgang mit Wissen, das ist nicht unbedingt Medienkompetenz im engeren Sinne. Oder es gibt wieder den Schutz vor Diebstahl, vor geistigem Diebstahl oder vor Identitätsdiebstahl. Das ist dann sowas anderes wie eine polizeiliche Vorsorgemaßnahme, Schutz vor Taschendieben auf dem Berliner Hauptbahnhof. Das heißt, diese sehr unterschiedlichen Bereiche, kann man die wirklich mit dem einen Begriff Medienkompetenz erreichen oder muss man nicht versuchen, differenziert in diese Bereiche zu gehen? Bitte. Sie haben völlig recht, der Begriff Medienkompetenz ist eine Chimäre und besteht aus verschiedenen unterschiedlichen Teilbereichen, die Wissenschaft, die Erziehungswissenschaft ist sich da auch sehr einig, dass das genauso ist. Es geht um die technische Medienkompetenz, die Nutzung des Ganzen, es geht um die inhaltliche Medienkompetenz, also den kritischen Diskurs mit dem, was ich konsumiere, und es geht auch darum, tatsächlich Sachen zu produzieren und zu wissen, wie mache ich das Ganze. Und dann geht es aber auch darum, ich als Teil der Gesellschaft und als Teil des Netzwerks, wie verhalte ich mich da? Das wird in all den Diskussionen aber auch sehr differenziert immer betrachtet. Also ich glaube, die inhaltliche
inhaltliche Diskussion ist da weiter, als der generische Begriff Medienkompetenz vermuten lässt. Vielen Dank. Weitere Fragen? Bitte. Test, okay. Eine Frage, war das jetzt ein weiterer anti-aufklärerischer Tag, wo es um Privatsphäre ging, oder wurde auch mal über Öffentlichkeit diskutiert? Weil das kommt mir schon wieder so vor, als würde hier in Deutschland, wenn über Daten geredet wird, dann darüber geredet werden, wie man die Daten am besten in seine eigene Tasche steckt, entweder kommerziell auswertet oder nie jemanden anders gibt, weil sie ganz, ganz meine sind. Und die Abschlussrunde hat das wieder gezeigt. Ja. Ich habe nichts gehört zum Thema Öffentlichkeit, ich habe nichts gehört zum Thema Befähigen, zum kreativen und gemeinschaftlich sinnvollen Datenteilen. Die übliche Diskussion in Deutschland, wenn über Daten geredet wird, kommen die üblichen Begriffe, entweder die Kommerzialisierung von Datensätzen oder das Schützen von Daten. War das jetzt wieder ein unkreativer Tag oder wurde auch ein bisschen was über Öffentlichkeit im digitalen Zeitalter geredet? Da melden sich vielleicht mehrere Stimmen nur zu ganz Wort. kurz, also dem muss ich zumindest für den Workshop, an dem ich teilgenommen habe oder dem ich beiwohnen durfte, entschieden widersprechen. Das habe ich hoffentlich auch in meiner Zusammenfassung zum Ausdruck gebracht, dass insbesondere bei der Diskussion darum, soll Datenverarbeitung grundsätzlich verboten sein oder nicht, darauf hingewiesen wurde, dass dies im Konflikt zur Informationsfreiheit steht, dass dies gleichbedeutend sein kann mit einem grundsätzlichen Verbot der Kommunikation. Und daher das grundsätzliche Verbot, das wurde breit, also von einem Lager vertreten, grundsätzliche Verbot der Datenverarbeitung so nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ich finde, das ist schon ein sehr weitgehender Schritt und insofern verstehe ich den Punkt an der Stelle nicht. Zumindest nicht, was den Workshop angeht. Die Befähigung zum Datenteilen, die Befähigung zum Datenteilen hat nichts mit Verbieten zu tun. Ja? Also das Verbieten des Verbietens ist vielleicht der erste kleine Minischritt, aber wenn da nicht darüber gesprochen wird, wie man anständig zusammen Daten teilen, das war ja mal die Idee der Aufklärung, Westen und so weiter, wir teilen Daten und dadurch werden wir gemeinsam klüger und so. Uralte Idee, machen wir schon lange nicht mehr. Aber irgendwo, wenn Sie jetzt stolz darauf sind, dass in Ihrem Workshop also gesagt wurde, dass das Verbieten von Datensammeln doch jetzt schon mal nicht mehr so toll wäre, naja, dann muss ich sagen, dann ist es auch in diesem Workshop, der anscheinend der einzige war, wo es irgendwie um Öffentlichkeit ging, ein bescheidenes Ergebnis, meiner Meinung nach. Ich glaube, Herr Schallerbeck wollte noch was ergänzen. Ja, also wir hören ja diesen Einwand gerade von Herrn Best, Jens, immer wieder auf diesen Veranstaltungen. Manchmal frage ich mich, ob das vielleicht nicht die falsche Veranstaltung ist, das heißt, die Fokussierung der Veranstaltung falsch ist, sondern die Erwartungshaltung an die Veranstaltung an der Stelle falsch ist. Wir haben, ich bin da, bevor ich mich in den Datenschutz begeben habe, jahrelang im Bereich von Urheberrechten unterwegs gewesen und da ist das viel stärker Thema gewesen. Und um das sozusagen zurückzuführen, auf die Frage von Regulation, mit der hier, die ja auch immer wieder Gegenstand ist dann doch meine Gegenfrage, und ich habe Zweifel daran, dass das so ist, wo der Datenschutz, wenn das dann der Schwerpunkt der Diskussion sein soll, dem, was dein Anliegen ist, so stark entgegensteht und was für Nachjustierungen da notwendig sind. Weil tatsächlich haben wir, glaube ich, keine Situation, wo wir ein starkes Verbotsprinzip haben, was verwaltungsrechtlich übrigens immer einen Erlaubnisvorbehalt im Sinne von einer verwaltungsrechtlichen Genehmigung von einer Behörde erfordert. Das haben wir im Datenschutzrecht gar nicht. Im Datenschutzrecht, wir als Behörde machen keine Genehmigung, von ganz kleinen Ausnahmen abgesehen. Also der Begriff wird schlicht falsch verwandt, selbst in der juristischen Fachdiskussion. Aber abgesehen davon frage ich mich, wo ist eigentlich der Punkt, wo wir denen im Wege stehen, weil wir haben ganz viele Ausnahmebereiche, wo klar ist, der Nutzer kann entscheiden, was er freigeben will und wenn er die Daten teilen möchte, dann kann er das tun und das tut er auch ganz oft. Wollen Sie noch ganz kurz was ergänzen, sonst würde ich weitergeben. Also nochmal, da steht ja nicht persönlicher Datendialog, sondern da steht Datendialog. Dass es natürlich persönliche Daten gibt und wir über die De-Anonymisierungsgefahren bei PII und so weiter durchaus reden können, wenn wir darüber sprechen, wie öffentliche Daten mit teilweise vielleicht ebenso interessanten anonymisierten persönlichen Daten verknüpft werden können, damit wir da zum Beispiel gemeinsam irgendwelche Ergebnisse daraus ziehen. Die Frage ist, wer zieht Ergebnisse daraus? Sind das kommerzielle Anbieter? Ist das die Gesellschaft als Ganzes? Also solche Diskussionen würde ich gerne führen, nur es geht ja nicht, weil bei Veranstaltungen, wo dann irgendwas mit Daten im Titel steht, der Schwerpunkt ja doch darauf ist,
dass es um Datenschutz geht, Datensparsamkeit, Privacy by Default, also alles so Begriffe, die eben dem Verhindern dienen und nicht dem Teilen. Und darauf anschließend wäre natürlich noch die Frage zu stellen, inwieweit Personen, die Datenschutzbeauftragte sind, in Personalunion auch für die Informationsfreiheit zuständig sein sollten, weil ich nämlich ein großes Problem sehe in dieser dialektischen Aufgabe, wenn die von einer Person oder von einer Behörde geregelt wird, weil ich nämlich sehe, dass hier die Personen, die diese Doppelaufgabe haben, meistens als Datenschützer und selten als Informationsfreiheitsbeauftragte auftreten. Und das finde ich sehr schade, weil dieser Dialog nämlich dann zu deutsch ist für mich. Gut, vielen Dank. Ich gebe das Wort jetzt nochmal wieder in die Runde rein, weil noch viele Fragen waren. Eine ganz kleine Bemerkung, Herr Schallerbeck. Sie haben ja eben gesagt, als Aufsichtsbehörde erlauben Sie nichts oder da geben Sie keine Genehmigungen. Naja gut, was also zum Beispiel internationalen Datentransfer angeht, stimmt das ja nicht so ganz, also auch formal nicht. Und wenn man jetzt mal an die Wolke denkt, wo Sie gezwungen sind, möglicherweise Dinge zu genehmigen, die man so gar nicht mehr genehmigen kann, weil dafür viel zu viel um die gesamte Welt läuft und keiner mehr weiß, wo es hingeht, sind Sie in einem echten Dilemma. Aber der Punkt ist, dass Sie als Aufsichtsbehörde sehr wohl, und das machen Sie auch ganz bewusst, und das sagt ja auch Herr Dr. Weichert immer wieder ganz klar, dass Sie natürlich steuern über Ihre, sei es über die Presse, sei es über Ihre Veröffentlichungen, steuern über natürlich Beanstandungen, steuern auch darüber, dass Sie Bußgelder verhängen oder auch nicht oder höhere. Das heißt, hier passiert schon einiges und dieses Verbot mit Genehmigungsvorbehalt hat schon seine Folgen. Und darüber muss man schon diskutieren, ob das noch passt und ob es überhaupt passend gemacht werden kann oder wo auch nicht. Und das sind eben die Diskussionen, wo wir am Anfang stehen und keineswegs am Ende und wo wir auch nicht sagen können, ja, die Behörde macht da gar nichts. Das wäre, glaube ich, so nicht mit der Realität in Einklang zu bringen, sondern Sie haben als Behörde schon Macht und Sie üben sie auch aus. Das ist völlig unbestritten. Das ist auch gar nicht die Frage. Es ging nur mehr um eine Side-Remark an der Stelle, dass hier die ganze Zeit ein Begriff verwendet wird, der fachlich klar definiert ist. Das ist das Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das ist ein juristischer Fachterminus, der aus dem Verwaltungsrecht kommt. Und das bedeutet, dass ein Genehmigungsvorbehalt existiert und Datenschutzbehörden haben in der Regel, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Situation, wo sie genehmigen, sondern in der Regel ist es eben so, dass die Verarbeitung entweder durch Gesetz erlaubt ist oder dadurch, dass eine Einwilligung existiert oder irgendeine andere individuelle Aktion dazu führt, dass die Verarbeitung möglich wird, rechtlich zulässig wird. Und wir können natürlich die Diskussion, an der ich jetzt vorher nicht teilgenommen habe, hier in diese große Runde nochmal tragen. Ich glaube, das war jetzt nicht die Intention. Das wäre die inhaltliche Diskussion. Aber mir ging es nur um diesen Seitenaspekt, dass ich mich wundere, dass an der Stelle dieser Begriff immer falsch verwendet wird. Also ich würde das gar nicht so hochbauschen. Ne? Wir müssen leider schon wieder allmählich zum Ende kommen. Deswegen suche ich noch eine letzte Fragerunde. Hat noch jemand eine Frage? Ich bin immer wieder ein bisschen irritiert über diese Diskussion über den Gegensatz zwischen Informationsfreiheit und Datenschutz. Ich habe das Konzept bis heute noch nicht so richtig verstanden. Informationsfreiheit bedeutet für mich auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, dass ich das Recht habe, mich aus öffentlich zugänglichen Quellen zu informieren. Datenschutz bedeutet für mich auf einer grundsätzlichen Ebene, ich habe als Individuum das Recht, selber zu bestimmen, welche Daten von mir in der Öffentlichkeit verfügbar sind. Wo ist der Konflikt zwischen den beiden? Das scheint mir ein bisschen so ein Mythos zu sein. Das wäre die eine Frage. Daran anschließend finde ich es immer wieder schade, dass so wenig unterschieden wird zwischen Nutzerdaten und Nutzungsdaten. Wenn Daten über mein Surfverhalten beispielsweise im Netz gesammelt werden, dann sind das ja gerade keine Daten der Kommunikation, die ich für eine Kommunikation mit anderen zur Verfügung stelle. Trotzdem werden sie verarbeitet. Also auch da sehe ich tatsächlich einen Konflikt zwischen Datenverarbeitung und Datenschutz, aber nicht zwischen Datenschutz und Informationsfreiheit. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Wer möchte? Ich könnte den Versuch unternehmen, ich gebe Ihnen recht, dass der Begriff Informationsfreiheit in diesem Zusammenhang oder der Begriff als solcher unterschiedlich verwendet wird. So wie Sie ihn verstehen, da geht es, glaube ich, wenn ich Sie richtig verstehe oder Ihre Frage richtig verstehe, um die Freiheit, an Informationen zu gelangen, die zum Beispiel von Behörden bereitgestellt werden. Und
Informationsfreiheit in dem Kontext, in dem wir ihn zumindest in dem Workshop diskutiert haben, da ging es eher um den freien Fluss von Informationen, die freie Verwendung von Informationen. Und das gerät durchaus in den Konflikt mit dem informationellen Selbstbestimmungsrecht bzw. dem Datenschutz. Also der Begriff Informationsfreiheit ist da sehr ambivalent und man muss aber betrachten, in welchem Kontext er verwendet wird. Ich glaube, diese Irritation auf Ihrer Seite liegt eher daran, dass Sie ihn in einem anderen Kontext verstehen. Was durchaus auch richtig ist, den gibt es eben auch in dieser Form. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank.